Hallihallöchen bei Robocop. Also der nette Herr dahinter hat gesagt, wir dürfen eintreten, aber auch nur, wenn wir es schaffen, durch diese verstärkte Tür zu kommen. Und ich denke, das ist kein Problem. Ich drücke jetzt einfach mal die E-Taste. Klopf, klopf! Oha, Alter, ist geflogen. Geht's dir gut, Kumpel? Ah, dem geht's gut. Das ist alles in Ordnung. Surrender your weapons. No chance! Light him up! Was, du wolltest mich angucken? Ach, da ist ja noch einer. Aber wenn schon hier liegt, ne, den mal mit. Hallo? Hier, hast deinen Stuhl verloren. Ey, ich wollte gerade den Erfolg da hinten durchlesen, du Kackkopf, Alter. Oh, Nuke. Geil. Ich hab dich gesehen, du Kackvogel. Komm um die Ecke. Hast du gerade eine Granate reingeschmissen? Einer hat es versucht, aber was gut. Geil, der Typ hat sich selbst in die Luft gejagt. Newcomb. Fun for the whole family, ja sicherlich. Sagt Duke auf dem Sagt den Käufern, sie sollen aufhören, erfundene Namen für Duke zu verwenden. Schluss mit dem doppelten Käse, Tante N, heiße Soße, Leichensäckern oder rotem Scheiß, was auch immer. Das verwirrt die Leute nur. Und das ist schlecht fürs Geschäft. Die Bullen können einen Scheißdreck tun, also gibt es keinen Grund, in Code zu labern. Die Junkies kaufen entweder Nuke oder gar nichts. Dein liebenswerter Superstar Oberboss S. Ja, und mich auch. Gibt's hier noch irgendwo was zum Aufsammeln? Nein. Da drin ist ein Korb. Wie komme ich da hin? Kann ich irgendwie was packen, reinschmeißen oder so? Nein? Ah, der kann zuboxen. Geil. Ja, beeindruckt das Ding echt maßlos. Bin ich vorbei. Dann haben wir hier schön den Stuhl. Hier nochmal Stühle zum Greifen. Ja, ich gehe da gleich rein. Ich will erstmal weiter gucken. Bin ich gut, wie schnell du die Texturen geladen hast. Beeindruckend. Ja, das hat auch irgendwas mit diesem scheiß neuen Feature von Unreal Engine 5 zu tun. Irgendwas mit dem Texture Streaming, dass irgendwelche Texturen vorher schon irgendwie gemacht werden oder irgendwie so. Ich habe mich da noch nicht ganz so belesen. Keine Ahnung, was das genau ist, aber irgendwas scheint es damit zu tun zu haben. Noch mehr Nuke. PC-Monitor. Hier war ich gerade schon. Ja, das indirekte Lighting funktioniert auch noch nicht hundertprozentig. Ne? Das sollte dahinter, obwohl, wenn das Ding offen ist. Guck mal, es ist Thorsten Junkie. Reagieren ja sogar, wenn die liegen. Entschuldigung. Open the door, or you will regret it. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find soot? Well, if that's the case, shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant! And don't you dare open that door, I'll shoot you!
One of you is not a real Torchhead, but just an imitator. I knew there was something off about you. Me, it's you. I always suspected you never went through initiation. Mhm. Take that back! Or what? You hot-headed bastards! For fuck's sake, don't shoot! I'm gonna open the door! Tell me, where can I find Soot? Straight to business, huh? Looks like you're my type of guy. But even if I wanted to help you, I can't. Only his closest people know his whereabouts. I just distribute his stuff, and to be completely honest, I don't want or need to know more than when the next shipment is coming. You must know the location they mentioned. Tell me where they took the police informant. And if I tell you, what's in it for me? Wie wär's, wenn du... Ja. You'd get your sentence reduced if you cooperate. Yeah, but if word gets to Soot, he won't do business with me again. Once I am done with him, he will not be doing business with anyone. That's a good point. I think we've got a deal. They've taken him to the ghost house. It's what they call one of their sites. From what I've gathered, it's that big, burned-down building, a bit down the road. Anyway, Ja, da wo ich nicht rein kann. that's all I know. That will have to suffice. For now. Stay here. Dispatch. Requesting a squad car. Da gönn ich mir noch mal eine neue Ladung. Ah, geil. Drogen. Ah. Nein, Spaß. Nimm keine Drogen. Das endet immer ganz, ganz böse. Was haben wir hier? Technik Level 6. Jawohl, Alter. Wolltest du mich verkackeiern? Apropos. Ah, da war das. Wow. Ich kann einen Punkt vergeben. Geil. Nette Familienfotos. So, das wollen wir mal gucken. Rechnung für den Einbau. $62 Schreibtischknopf. Okay. $2.340 gepanzertes Tor. Hat sich gelohnt. 580 Euro Einbau. Dollar hat sich auch gelohnt. Fast $3.000 dafür, dass ich hier einfach reinmarschiere und alles zum Breiballer. Geil. Danke, dass Sie sich für Security Innovations Co. entschieden haben. Oh. War eine schlechte Investition, muss ich sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Dartscheibe ein Asset von der Unreal Engine ist. Das wird ziemlich oft benutzt. Ah, der hat einen Schreibtischknopf? Oh. Kann er sich ducken? Nein, kann er nicht. Was ist denn da? Da sind noch gestohlene Sachen. Mein Finger juckt. Wenn er die Knarre zieht, dann heißt das nur, dass er draußen wieder irgendwelchen Blödsinn auf mich wartet. Nein? Achso, war nur für den Teil. Ja. So, dann müssen wir mal Sud finden, oder? Oder Sod, wie das im Englischen sagt.
meine, ne, beim Software Raytracing fehlen wirklich ein paar Details. Aber trotzdem ist das mega cool. Also als neue Those Technik people on the first floor are paranoid. ist ja gut. They put blinds in the windows. Can't watch the TV no. Das Geile ist auch durch dieses Nanite, was der das verwendet. Also du hast so wirklich kein Objekt-Pop-In, ne? Also das ist schon richtig krass. Also viele der neuen Technologien sind hier schon drin. Und von allen Unreal 5 Engine Spielen bis jetzt, das glaube ich hier so mit der Vorzeigetitel. Immer noch nicht perfekt, weil ne, ist immer noch neu, müssen die Leute noch mitarbeiten, aber trotzdem geil. Zum Beispiel daran müssen die noch arbeiten. Gibt zwar kein Objekt-Pop-In, aber hier die Texturen, Alter. Mann. You need to be taught some manners. Am gucken, ja? Doch hier. Das sieht mit den ganzen Trümmern, das sieht richtig cool aus. Alter, ich war am gucken, jetzt hör auf hier hinzuballern. Kleiner Bastard. Wo bist du? Ja. Mann! Wow. Ich hab ein Aim wie so ein Trottel, Alter. Was ist das denn? Ja, ey, wie soll ich den denn da rauskriegen? Natürlich. Ach so. Okay, ich habe nichts gesagt. Watch out, he's coming! Ah, tat weh? Ja, stinken. You're gonna cry! I'm gonna kill you for this! Schon besser. Lalalala. Den Stuhl gerade nach oben werfen kann er auch nicht. Eine gefälschte ID-Card. Ich werde sowas von gegen diese Wand da hinten boxen. Au.
direkt mit Menschen. Ja, Technik-Level 6, Alter. Warum schon am Anfang des Spiels so einen hohen Technik-Level brauchst, verstehe ich nicht. Robocop erleidet keinen Sturzschaden. Ja, finde ich gut. Ja, dann ist halt nicht zufällig jemand von euch Munition für das Ding, ne? Nein? Okay. Nehme ich die Micro-MP. Hallo Jungs, ich komme! Komm raus da! Okay. Mann! Boah, Alter, ich kann einfach mit dem Scheißding nicht zielen hier, ne? Ich habe immer noch nicht die richtige Empfindlichkeit für mich gefunden. Boah, Alter. Ja, gerne die Kiste vorbei. Ich will nicht in die Luft rammen. Düb, düb. Oh, belastete Bilder. Geil, nehme ich. Fliegende Fleischstücke. Geil. Ich muss niesen. Verdammt. Oh, es kribbelt in der Nase. Oh, hör auf, ey. Ja, hier geht es dann wahrscheinlich hinterher wieder raus. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. These nuts. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Das ist eine gute Idee. Louis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles.
And you guessed it, there's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. Ja, auch wieder wahr. Ah, die Auto 9. Keine Platinen verfügbar. Okay. Yo, Pickles! Jo, nach draußen begleiten. Der Typ folgt mir nicht mal. Aber hier bei diesen Outdoor-Dingern, da hat dieses Nennheit echt seine Vorteile, ne? Wenn die Texturen jetzt noch vernünftig in dieser Engine laden würden, wäre es noch richtig geil. Das ist das Einzige, was mich bei dem Spiel wirklich ein bisschen nervt. Das zieht ein bisschen aus der Immersion raus, wenn die Dinger immer nachploppen. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom, and I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke, and when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangsters' paradise dressed in blue. Ja, da hat er recht. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. I have more urgent matters on hand. Meet me later at Briggs' place. Yeah, you gotta save the city. That's fine by me. I'll see you later. Wehe, du kommst nicht, sonst schieße ich dir ins Bein. Zeit der Busse. Ja, ich bin alt. Für mich schreibt man Busse mit scharfem S. Doppel-S. Muss ich ihn hin.
Ja. Ich darf ja mit meinem Auto rumdriven. Yeah. Okay. Ja, okay. Das ist eine Nebenmission, die hier ist. Lauf. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. Apartment 21. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? Er ist nervös. What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people, and I'm the type of person that doesn't like to be read. This is it. Deep breath. Let's do this. You first. Aufmachen, Drogenfahndung. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, no, Gail. no, no, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Okay. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me, but maybe it's in his files. Ja. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole Language. constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. Okay. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Okay. Mal eben rumgucken. Empfehlung schreiben. Detroit sucht Bekämpfungsprogramme.
Joshua Pickles Green. Ach so, okay. Missbräuchlich verwendete Substanzen. Hugh, empfohlene Person Michael Briggs. Empfehlende Person, Entschuldigung. Grund für die Empfehlung. Joshua hat sein Leben bereits einige falsche Entscheidungen getroffen und muss seither mit Konsequenzen leben. Ja, das zieht das nun mal nach sich. Aber er ist ein Mann mit großen Elan und bemerkenswerten zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Ich bin überzeugt, dass er wirklich etwas in seinem Leben verändern will. Aber dazu braucht er professionelle Hilfe und jemanden, der an ihn glaubt. DSB ist ein Freiwilligenprogramm, daher benötigen wir die Unterschrift des Teilnehmers, um ihn in unser Zentrum aufzunehmen. Unterschrift des Teilnehmers. Punkt, 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 Punkt. Das könnte ihm helfen. Obwohl es nicht immer leicht ist, von Drogen wegzukommen, ne? Danke, Ma'am. That went pretty much as expected. We are not done. We're not? Nope. You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? Würde ich We are gerne. going to remind Gail's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Sure. Was ist denn hier passiert? Bummer. He's not here. Wo ist Maybe er? these guys. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. Arschloch. Is a metal shell all you see when you look at me? Shit. Is he always like that? That's right. He's one existential motherfucker. And that's why we're a team. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. Ja, aber um die werde ich mich beim nächsten Mal kümmern. Jetzt ist es wieder Zeit This was für... drawn not long ago. Ah, there's more over there. Mir ins Wort zu fallen. Danke, Robo. Nein. Oh man, are we really jaywalking? Hörst du jetzt endlich auf, mir dazwischen zu quatschen? Naja. Ich sag schon mal auf Wiederschauen und ja. Bis zum nächsten Mal.